Hi zusammen, heute gibt es ein Rezept, dessen Namen ich nicht kenne, weil mir das gestern Nacht eingefallen ist und ich absolut keine Ahnung habe, wie ich diesen Kuchen bzw. diese Torte nennen soll. Aber ist doch voll authentisch. Ja, also ich habe gestern Nacht, das war wirklich nachts, um 23 Uhr habe ich angefangen, da kam mir eine Idee, bin auf der Couch aufgestanden, ab in die Küche und habe es schon mal ausprobiert und es gefällt mir mega, mega gut. Und ich habe es gar nicht probiert. Du hast es noch nicht probiert und du weißt auch gar nicht, wie es aussieht, denn du hast gar nicht in den Kühlschrank geguckt, aber ich zeige euch das. Und ich denke, ihr werdet am Titel sehen, wie es heißen wird, weil ich euch parallel auf Instagram frage, wie ich das Ganze denn nennen soll. Also wir machen jetzt zuallererst einen No-Bake. Was wird das überhaupt? Genau, das wollte ich dir gerade erklären. Also einen No-Bake-Boden, den viele auch kennen als Mosaikkuchen. Ist so eher in der Türkei beliebt. Gibt es auch in der Türkei bei Starbucks und so gibt es das auch überall. Also der ist mega beliebt in der Türkei. Und darüber gibt es dann 2 Schichten Creme. Eine ist schokoladig, die andere vanillig. Und on top will ich noch einen Guss machen und dann ist es perfekt. Wir fangen jetzt direkt an. Läuft die zweite Kamera? Wunderbar. Also, hier gebe ich Ihnen eine... Sehe ich etwas unprofessionell aus? Doch, das ist mega professionell Ja, aus. Die ganz genauen Mengenangaben schreibe ich euch immer unten in die Videobeschreibung. Die findet ihr direkt unter dem Titel. Und da gebe ich jetzt hier zuallererst Milch rein. So. Und dann Butter, die ich in der Mikrowelle geschmolzen habe, kommt auch noch mit dazu. Anschließend Zucker und Backkakao. Backkakao ist der stark entölte Kakao. Nicht mit Trinkkakao verwechseln. Wir brauchen die Konsistenz von diesem stark entölten Backkakao. Das verrühre ich und gebe dann Kekse mit dazu. Das sind ganz normale Butterkekse, die ich mit der Hand so ein bisschen zerkleinere. So, unser Mosaikboden ist jetzt fertig und ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder nehmt ihr euch so wie ich ein Cakeboard, gebt da eine Frischhaltefolie oben drauf und dann einen Tortenring, den ich jetzt auf 22 cm eingestellt habe. Wieso mache ich das? Auch ich habe in meinem Kühlschrank aktuell wenig Platz und deshalb mache ich es nicht so, dass ich das direkt auf die Tortenplatte gebe. Das ist nämlich Option 2. Option 2 ist, ihr nehmt einfach nur euren Tortenring ohne Frischhaltefolie und gebt es direkt auf einen Tortenring. Tortenplatte. Ah, auf eine Tortenplatte. Ah, sollen wir das nochmal neu drehen? Nein. Okay, egal, ihr habt mich schon verstanden. Also, ich mache es jetzt so einfach, weil ich keinen Platz aktuell im Kühlschrank habe. So. Aber du merkst, ich hätte zu, ne? Ja, das finde ich richtig toll. So, und jetzt gebt ihr einfach den Boden rein und streicht ihn dann schön glatt. Jetzt gebt ihr den Mosaikboden bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank. Da wird er dann schön fest und er wird auch noch mal fester, wenn wir die ganze Torte an sich noch mal kühlen. Und ich habe jetzt hier die weiteren Zutaten. Ganz wichtig ist, dass wir vorab die Schlagsahne steif schlagen. Dafür muss die Sahne ganz frisch aus dem Kühlschrank kommen. Ihr könnt sie nicht erstmal stehen lassen und dann irgendwann benutzen, sondern die ist jetzt eiskalt und auch meine Schüssel ist nicht warm, also die ist auch relativ kalt und mein Schneebesen ebenso. Und das ist jetzt mal ein Unterschied zu meinen anderen Rezepten. Hier benutze ich jetzt kein Sahnefest und ich erkläre euch auch gleich warum. Schlag das Ganze jetzt aber auf maximaler Geschwindigkeit schön steif. So, die Sahne ist jetzt steif. Achtet darauf, dass ihr sie nicht überschlägt und sie nicht gerinnt. Dann müsst ihr das nämlich nochmal erneut aufschlagen und das wäre mega ärgerlich. Also das hat jetzt bei mir in der Küchenmaschine nur 80 Sekunden gedauert. Ich mache jetzt weiter. Jetzt habe ich hier, also ich mache 2 verschiedene Cremes, das habe ich euch gerade schon am Anfang erzählt. Und zwar habe ich hier Doppelrahm-Frischkäse und, also in 2 verschiedenen Schüsseln. Hier habe ich schon gerade in der Mikrowelle bei geringer Wattzahl einmal Zartbitterkuvertüre und weiße Kuvertüre geschmolzen. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, damit es euch zu Hause auch gelingt und ihr keine Stückchen habt und das Ganze auch schön mousseartig wird, dass
A, der Frischkäse schon ein bisschen runtergekommen ist auf Zimmertemperatur, den habe ich eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank genommen. Und B, auch mega, mega wichtig, dass die geschmolzene Kuvertüre ebenfalls heruntergekühlt ist. Sie darf nicht mehr warm sein. Und wenn beide Zutaten eine ähnliche Temperatur haben, dann verbindet sich das auch viel besser und ihr bekommt keine Stückchen. Und jetzt rühre ich einmal die Zartbitterkuvertüre hier in meinen Frischkäse und das gleiche mache ich auch mit der weißen Kuvertüre. Zur dunklen Mousse habe ich noch Zucker gegeben und zur hellen Mousse noch Vanilleextrakt. Und jetzt kommt jeweils die Hälfte der aufgeschlagenen Sahne mit dazu und wird noch untergehoben. Untergejubelt. Untergejubelt, genau. So, jetzt sind beide Cremes fertig und ich hoffe, ihr konntet mir auch bis hierhin folgen. Ich versuche alles immer so kleinschrittig und genau wie möglich zu erklären. Und falls ihr an der Stelle Fragen habt, stellt sie mir unter das Video und dann kommentiere ich, auch egal wie alt das Video ist. Ich schaue immer in die Kommentare rein, um euch zu helfen. Jetzt habe ich mir meinen Tortenring aus dem Kühlschrank genommen. Oder die Kiki-Community hilft. Oder, sehr guter Einwand, die Kiki-Community hilft auch untereinander. Das finde ich auch immer so schön. Lese ich einen Kommentar, dann will ich darauf antworten. Dann hat jemand anderes schon geholfen. Ihr seid so toll. Also, ich gebe jetzt hier erstmal die dunkle Mousse auf meinen Mosaikboden, streiche das glatt und streiche dann die Vanille-Mousse glatt. So, und guckt mal. Und das ist der Grund, warum ich kein Sahnefest wollte. Und das wird nach dem Festwerden noch cremiger. Das sieht so cremig aus. Richtig lecker. So, jetzt habe ich die Vanillecreme auch noch oben verstrichen, schön glatt gemacht und jetzt kommt sie in den Kühlschrank. Jetzt müsst ihr wirklich Geduld haben, weil noch ist das alles sehr, sehr weich und wenn ihr jetzt den Tortenring entfernen würdet, würde euch alles zerlaufen. Daher gebt dem Ganzen ganz viel Kälte, am besten dann im Kühlschrank aufbewahren für 5 Stunden, gerne auch über Nacht. Also ihr könnt es super gut am Vortag schon vorbereiten und bei mir kommt ganz am Ende noch eine Schokoglasur oben drauf, dann hat sie für mich auch so optisch das perfekte Erscheinungsbild, aber das ist natürlich auch euch überlassen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist zum Beispiel eine Fruchtglasur oben drauf, aber ich wollte den Kuchen jetzt komplett einmal schokoladig lassen. Also wir sehen uns dann nach der Kühlzeit wieder und dann zeige ich euch, wie der Schokoguss geht. Für die Schokoglasur nehmen wir uns jetzt Sahne und erwärmen sie in einem Topf. Das ist ganz wichtig, dass ihr sie nicht aufkochen lasst, sondern wirklich nur erwärmt. Und da geben wir dann gehackte Vollmilchkuvertüre dazu. Und sobald sich das zu einer Masse verbunden hat, nochmal 8 bis 10 Minuten stehen lassen, damit es nicht ganz so warm ist. Und anschließend, so wie ich das jetzt mache, einfach vorsichtig auf die Oberfläche geben und dann schön schwenken. So, und jetzt ist die Torte fertig, beziehungsweise wir müssen nur noch oben den Guss einmal fest werden lassen. Das dauert nicht lange, also 15 bis 20 Minuten. Ihr dürft es auch gerne wieder zurück in den Kühlschrank geben. Und die Torte hält sich insgesamt 4 Tage. Das heißt, ihr könnt sie super am Vortag zubereiten und dann habt ihr 3 Tage Zeit, sie zu verspeisen. Aber ich glaube, so lange hält die gar nicht. Wir machen auf jeden Fall gleich noch den Taste-Test. Daher bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr das sehen möchtet. Und ja, ich würde mal sagen, ich richte das jetzt gleich erstmal schön an und dann sehen wir uns nachher wieder.
Hamza? Ja. Bereit für den Taste-Test? Auf jeden, Bro. The taste test is here. Oh my goodness. Woo. So, erklär mir, Kiki, was hast du da gezaubert? Das ist eine No-Bake-Torte mit einem Mosaikboden. No-Bake-Torte, oh mein Gott. Oh. Einer Zartbittermousse. Zartbittermus. Einer weißen Vanillemousse. Weiße Vanillemousse. Und einer Vollmilchglasur. Ach so, sorry, das ist die Vollmilchglasur. Ja. Also, vergisst alles, ich bin einfach verwirrt. So, und das ist dann, der Boden ist aus Keksen, ne? Boden ist also wirklich, man muss sagen, der Boden ist relativ leicht, denn es ist keine Sahne mit drin, bisschen Butter und zum größten Teil halt Milch. Das macht's halt aus. So, auch wenn ich gerade echt kindisch bin, ich habe gerade meine 5 Minuten. Ihr habt gerade Pech. So, ich gehe. Boah. Habt ihr es gesehen? Sag mal. Habt ihr es gesehen, wie ich reingegangen bin? Guck mal, als ob ich in einen Hauch von nichts reingegangen bin. Krass. Oh, guck mal. Diese Gabel, diese Spur von der Gabel. Krass. Mach doch gleich Kamera kaputt. Ich mache gerade die krassesten Aufnahmen. Echt? Das ist bestimmt unscharf. Nein. So, ich probiere jetzt. Riecht gut. Deine Mimik zeigt, wie du ihn findest. Boah. Explosion im Mund. Boah. Heftig, ne? Das oben ist so weich und ein bisschen härter, so ein bisschen, boah, mega. Auch nicht zu süß. Dadurch, dass hier so 3 verschiedene Schokoschichten sind, Ja. ist es auch nicht zu süß. Also ich finde das mega. Von der Konsistenz her, das zergeht im Mund richtig. Ich muss sagen, ich gebe dafür echt eine 10 von 10. Boah. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum ich überhaupt so ein Barometer mache. Ich gebe eine 10 von 10. Heftig. Der ist heftig, der Kuchen, wirklich. Krass. Leute, ohne Spaß. Ich sag zwar immer, boah, der ist heftig, schmeckt gut. Aber Kiki, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der schmeckt einfach. Das ist schwierig für euch, ja, aber es schmeckt. Kikis Rezept ist einfach Choc Gesell. Darf ich jetzt kommen? Du darfst jetzt kommen, Kiki. Okay, ich komme. Aber ich esse alleine. Du isst dein eigenes Stück. Ja, mein Stück steht hier. Und unser Kaffee. Ich schwör's euch, geil. Also, muss ich reingucken? Ach, da. Ich bin richtig aufgeregt. Obwohl ich den Geschmack ja kenne. Ich kenne die einzelnen Komponenten, aber egal. Boah. Unnormal. Heftig. Unnormal. Heftig, ne? Ich sag euch, was daran so krank ist. Was ist krank? Das Kranke ist, dieser Boden unten, der gibt schon genug Süße ab. Dann habe ich im Zartbitterbereich, habe ich ja wirklich nur ein Esslöffelchen Zucker auf den ganzen Kuchen gegeben. Und hier oben gar keinen zusätzlichen Zucker, gar keinen Zucker. Das sag ich, es ist auch nicht zu süß. Das schmeckt überhaupt nicht mächtig. Da ist da was. Was denn? Eine Wimper? Dann darf ich mir was wünschen. Eine Wimper? Ich habe gehört, man bringt Glück, man muss oben und unten. Was sieht man das? Oben. Das hat mir Kiki beigebracht. Oben und unten? Okay. Du sagst oben, ne? Ja. Die ist gar nicht mehr da. Ja, wo ist die? Geh mal nach Hause, ey. Also wenn sie jetzt oben gewesen wäre, dann dürfte Kiki einfach pusten und sich was wünschen, ne? Ja. Das hast du mir so Ja. beigebracht. Ich habe das als Kind Ich von find das- irgendjemandem so gehört. Ich finde, das ist voll der Mist, aber, Ja, ist aber auch. süß. Naja, So. was ich jetzt noch was ich euch noch mitgeben möchte, und da stimmst du mir auch bestimmt zu, mit diesem Kuchen kann man Herzen erobern, oder? Mit diesem Kuchen, also ganz ehrlich, Leute, ne? Also vor allem die Damen da draußen, ne? Wenn die zur Schwiegermutter geht oder zur zukünftigen Schwiegermutter, Ja. die wird euch lieben dafür. Ja. Ach, weißt du was? Zu eurem Verlobten oder zu eurem Mann, die wird euch lieben. Ja. Ich schwör's euch. Also ich liebe dich dafür. Also ich liebe Kiki dafür, dass sie so tolle Kuchen backt, ehrlich. Heftiger Kuchen. Wirklich, ich meine das ernst. Ich echt übertreibe nicht. heftig. Der Das schmeckt echt schmeckt heftig. super leicht. Leute, macht's nach und zum Abschluss. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht das Video, kommt zurück zum Video und hinterlasst uns Feedback unten in den Kommentaren. Und dann würden wir mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und guckt euch mal unsere Tür an. Das ist unsere Tür. Das ist unsere Übergangstür. Das ist ein großer Karton. Peace and out. Egal, Hauptsache wir haben Kuchen. Wir brauchen schon eine Tür, wenn wir einen Kuchen haben. Tschüss. Tschüss.